Weil er die Zeichen der Zeit erkennt, weiß ein Pionier, dass er früher oder später Risiken eingehen muss. Und auch Charles-Émile Tissot kennt auf seinen tückischen Reisen keine Grenzen. Ausgangspunkt dieser Reisen ist Charles-Émiles Heimatstadt Le Locle, idyllisch gelegen im Schweizer Juragebirge. Das Städtchen zeigt sich als wahre Uhrmachermaschinerie, denn die Hälfte der Bevölkerung ist spezialisiert auf dieses kunstvolle Handwerk. Und genau hier gründen Charles-Émile und sein Vater Tissot. Sie sind in der Lage, präzise Uhren anzubieten. Aber sie erkennen auch, dass die hier entwickelten Fertigkeiten leicht in Vergessenheit geraten könnten. Und weil er die Zeichen der Zeit erkennt, engagiert sich Charles-Émile politisch und fördert die Gründung von Uhrmacherschulen. Er beginnt auf lokaler Ebene, jedoch wird seine Expertise auch vom Schweizer Staat geschätzt und er alsbald zum eidgenössischen Inspektor berufen. Zur gleichen Zeit, dank Charles-Émiles Reisen, kann sich Tissot bereits weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen machen. Und seine zuverlässigen Taschenuhren sind bald hoch angesehen. Tissot ist auch eines der ersten Unternehmen, die Armbanduhren produzieren. Selbst die berühmteste Schauspielerin jener Zeit, Sarah Bernard, trägt stolz eine Tissot-Uhr. Und so wird das kleine Familienunternehmen aus dem Schweizer Juragebirge sogar zum geschätzten Lieferanten des russischen Zarenhofs. Doch die Oktoberrevolution droht alles zu verändern. Der Umsatz bricht unversehens ein. Aber weil es die Zeichen der Zeit erkennt und auf die eigenen Fertigkeiten vertraut, verwandelt sich das kleine Familienunternehmen trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage in eine leistungsstarke Uhrenfabrik, die alle Teile ihrer Uhren selbst herstellen kann. In den 1920er Jahren ist Elektrizität aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch sie magnetisiert die Uhren und beeinträchtigt ihre Präzision. Um diesem Problem entgegenzuwirken, erfindet Tissot die weltweit erste nicht-magnetische Armbanduhr. Stärke liegt in der Gemeinschaft. Daher schließt Tissot sich mit Omega zum ersten Schweizer Uhrenherstellerverbund zusammen, was das Vertriebsnetz vergrößert. 1933 startet Tissot eine außergewöhnliche Werbestrategie, mit der die Marke ihren Mitbewerbern voraus ist. Der Erfolg, der mit den innovativen Produkten einhergeht, spiegelt die wachsende Beliebtheit der Marke wider. Besucher aus aller Welt kommen nach Le Locle und im Tissot-Gästebuch überdauert ein ganz besonderes Autogramm die Zeit. In den späten 1960ern erfährt die Gesellschaft einen Wandel. Junge Menschen entwickeln ihre eigene Kultur. Tissot übertrifft ihren Erwartungen direkt mit einer großen Auswahl an farbenfrohen Modellen. Hinter dem verspielten Äußeren verstecken sich Tissots erlesenste technologischen Errungenschaften, neuartige Materialien, die hochpräzise mechanische Uhren ermöglichen. Zu dieser Zeit kommt die Hälfte aller weltweit verkauften Uhren aus der Schweiz. Aber das wird nicht so bleiben. Das Aufkommen elektronischer Uhren ist ein Desaster für die traditionsreiche Industrie, die auf mechanische Uhrwerken aufgebaut ist. Viele Schweizer Uhrmacherfirmen müssen ihre Tore schließen. Die Rettung der Schweizer Uhrenindustrie sollte in Form von Nicolas Hayeks innovativen Strategien kommen. Die Swatch Group war geboren und sollte zum weltweit führenden Hersteller kompletter Uhren werden. Dank dieses neuen Impulses steigt Tissot an die Spitze auf. Und da die Digitalisierung unaufhaltsam voranschreitet, ebnet Tissot den Weg mit der weltweit ersten taktilen Uhr. Als Vorreiter in puncto Präzision seit ihrer Gründung teilt die Marke den Sportsgeist der Champions und ist offizieller Zeitnehmer vieler großer Sportveranstaltungen. Tissot konzentriert sich weiterhin auf Qualität mit innovativem Design, basierend auf der Schweizer Uhrmachertradition.
Heute ist Tissot die traditionelle Schweizer Uhrenmarke, die weltweit die meisten Uhren verkauft. Weil er die Zeichen der Zeit erkennt, prägt ein Pionier die Geschichte der Schweizer Uhrmacherkunst. Noch heute ist er dort ansässig, wo er schon immer war. In einem kleinen Ort im Schweizer Juragebirge.